Deutschland ist weltbekannt für seine Dichter und Denker, für seine genialen Erfinder und bahnbrechenden Technologien und für ein besonderes kulturelles Phänomen. You'll have to pay to use the restroom. In Germany, you're actually going to have to pay to use a lot of your restrooms, believe it or not. You have to pay for public toilets in Germany. You have to pay to use the bathroom. You want 50 cents so I can pee? Ja, richtig. Geld bezahlen, um auf Toilette zu gehen. Eine Errungenschaft, die es hier und da auch in anderen Ecken der Welt gibt, aber wohl in keinem anderen Land so perfektioniert wurde wie in Deutschland. Ihr kennt alle die mies bezahlten Klofrauen, bzw. Klomänner, bzw. Klo-Trans- oder Intersexuelle, die euch ein schlechtes Gewissen machen, wenn ihr ihnen auf einer öffentlichen Toilette kein Geld auf den Teller legt. Aber der Endgegner ist Sanifair. Sanifair-Anlagen gibt es mittlerweile über 400 Mal im Land und man kennt sie vor allem von Tankstellen an den Autobahnen. Man baut in Deutschland ernsthaft Schranken vor Toiletten und verlangt Eintritt fürs Klo. Dieses Konzept wurde vor 15 Jahren eingeführt und als Deutscher kann einem das fast schon normal vorkommen nach all den Jahren. Aber für Touristen und Gäste aus dem Ausland ist es schon eine Überraschung, dass in Deutschland der Besuch einer Toilette offenbar kein selbstverständlicher Service ist, der einfach dazugehört, sondern eine extra Dienstleistung, für die man gefälligst bezahlen soll. Und die Frage lautet, wie sind wir in Deutschland da hingekommen? Sanifair ist eine Tochtergesellschaft der Tank- und Rast-Gruppe. Sie betreibt über 90% der Autobahnraststätten in Deutschland. Tank und Rast war bis 1998 im Eigentum des Bundes und wurde dann privatisiert. Seitdem wurde das Unternehmen wiederholt an Investoren verkauft. Und wie das bei Investoren nun mal so ist, wird oft versucht, noch den letzten Cent aus allem rauszuquetschen und in diesem Falle buchstäblich Scheiße zu Gold zu machen. Im Privatisierungsvertrag von 1998 heißt es, die Tank und Rast wird sich bemühen, die unentgeltliche Benutzung von sanitären Einrichtungen, sprich die kostenlose Benutzung von Toiletten, ganzjährig durchgehend sicherzustellen. Das klang erstmal ganz gut, aber vertraglich gesehen ist bemühen wohl ungefähr so viel wert wie das, was am Ende die Sanifair-Klos runtergespült wird. Denn passiert ist entgegen allen Versprechen genau das Gegenteil. Man hat angefangen, Toiletten zu bauen, die man ohne Geld gar nicht erst betreten kann. Ja, hoppla, da haben wir aus Versehen wohl Sicherheitsschranken aufgestellt und ein komplexes Bezahlsystem gebaut, durch das man die Toiletten, die wir eigentlich unentgeltlich zur Verfügung stellen wollten, nun auf einmal mit Kreditkarte, Handybezahlung oder per Münzeinwurf freischalten kann. Via Dussel. Vielleicht sagt ihr jetzt, Moment mal, bei Sanifair bezahle ich zwar Geld für den Eintritt, aber ich bekomme ja auch einen Gutschein zurück. Dieser hammermäßige Deal hat leider nur zwei Nachteile. Erstens ist das Geld, das du an Sanifair gezahlt hast, trotzdem faktisch weg. Und zweitens sind die Sachen so teuer in den Tankstellen, dass du am Ende trotzdem drauf zahlst. Ja? Beziehungsweise, dass du dir eher Sachen holst, die du eigentlich gar nicht gekauft hättest, nur weil du dir denkst, oh, ich habe doch diesen Gutschein, den lasse ich doch nicht verfallen. Und dann kaufst du dir ein Wasser für 3 Euro. Dementsprechend hast eigentlich nicht wirklich du gespart durch den Gutschein, sondern hat eher Sanifair durch diesen Gutschein den Verkauf in den Tankstellen angekurbelt. Viele Kunden haben darauf keinen Bock. Nach Berechnungen des RBB werden jährlich Sanifair-Gutscheine im Wert von 20 Millionen Euro nicht eingelöst. Fast die Hälfte der Kunden löst die Gutscheine nicht ein. Der Sanifair-Mutterkonzern Tank und Rast hingegen gibt an, es sei nicht richtig, dass nur rund jeder zweite Sanifair-Gutschein eingelöst werde. Wie viele es aber tatsächlich sind, wollte der Anbieter nicht sagen. Theoretisch könnte die Quote also auch noch geringer sein. Das Geschäft scheint sich auf jeden Fall zu lohnen, denn nachdem man bereits die Autobahn mit wunderschön abgesperrten Hochsicherheitsklos zugepflastert hat, sind als nächstes die deutschen Innenstädte dran. Sanifair, vielen bekannt von Autobahnraststätten, will jetzt auch Kasse machen in immer mehr Einkaufszentren. In Nordrhein-Westfalen gibt es Sanifair inzwischen schon 7 Mal. Ja, nice. Und die Sanifair-Gutscheine, die man von den Autobahnen kennt, die sind in den Einkaufszentren mindestens genauso nützlich. Beispiel Köh-Galerie in Düsseldorf. Auch hier gibt es mittlerweile Sanifair. Die Köh-Galerie hat zwar 50 Geschäfte, aber es machen gerade einmal 2 mit. 2. Beispiel Gesundbrunnen-Center in Berlin. Auch hier gibt es Sanifair, aber von 110 Geschäften im Center kann man die Gutscheine nur in 14 davon einlösen. Man könnte natürlich sagen, meine Güte, wie kann man sich über sowas aufregen? Ja, also wie oft ist man bitte schön schon auf einer öffentlichen Toilette? Wenn es dann irgendwann mal sein muss, dann zahl halt deine 70 Cent und fertig. Ja. Aber für mich ist wirklich diese gesamte Sanifair-Geschichte einfach ein Paradebeispiel dafür, was die Folgen von Privatisierungen sein können. Also wir haben mittlerweile an Autobahnraststätten, wirklich was Essen und Getränke angeht, ein Preisniveau wie am Flughafen. So, das ist nicht normal. Und es ist auch nicht normal, dass man aus einer eigentlichen Selbstverständlichkeit, wie dem Anbieten von sanitären Anlagen, ein Geschäftsmodell macht. Und die ursprüngliche Idee,
hinter der Privatisierung war ja echter Wettbewerb an den Raststätten und sinkende Preise. Und was wir stattdessen bekommen haben, ist nur ein neuer Quasi-Monopolist, der uns sogar noch Geld fürs Pinkeln abknöpft. Herzlichen Glückwunsch!